Was erwarten Menschen heute von Unternehmen, die nachhaltig handeln wollen? Deutlich mehr als nur gute Absichten. In dieser Folge spreche ich mit Jakob Berndt, Mitglied des WEPA Sustainability Advisory Councils. Als Mitbegründer von Tomorrow, Lemonade und Charity bringt er eine Perspektive mit, die Unternehmertum, gesellschaftliche Wirkung und glaubwürdige Kommunikation zusammenbringt. Wir sprechen darüber, warum Geld auch immer ein Hebel für positiven Wandel sein kann, warum Nachhaltigkeit auch immer eine soziale Dimension hat und welche Chancen WEPA auf seinem weiteren Weg dabei nutzen sollte. Eine Folge über Haltung, Klarheit und die Frage, wie Unternehmen Menschen wirklich mitnehmen. Jakob, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wenn du dich jemandem vorstellen würdest, der dich noch nicht kennt, abseits von Unternehmen und Titeln, wer bist du? Ich bin Jakob, ich bin Mitte 40, ich komme aus Hamburg, ich bin dreifacher Vater und seit gut 20 Jahren Sozialunternehmer. Das ist so das Etikett, was ich mir in der Regel gebe. Ich versuche Unternehmen und Marken zu bauen, die einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen. Du hast gerade schon ein bisschen kurz angeschnitten, du hast Kulturwissenschaften ja auch studiert und hast ein Unternehmen aufgebaut, unter anderem auch Tomorrow als Beispiel, Lemonade, auch Charity zum Beispiel. Das sind ja Sachen, die auch die Leute da draußen vielleicht schon mal so gehört haben. Wie passt das, dieses unternehmerische Denken zu diesem kulturellen, gesellschaftlichen und jetzt vor allem auch nachhaltigen Weg? Ja, das ist natürlich letztlich, ich könnte jetzt einen roten Faden nachzeichnen in der Retrospektive. Letztlich hat das Leben sich auch so ergeben. Ich habe mich immer schon gerne mit Menschen, mit Märkten und mit Medien auseinandergesetzt. Deswegen habe ich Kulturwissenschaften studiert und böse gesagt ein Taxifahrerstudium, haben Leute mal gesagt, man kann über alles so ein bisschen mitreden, aber das steht nicht so richtig. Habe ich natürlich ein bisschen andere Perspektive drauf, aber mich haben immer viele Dinge interessiert und eine breite Perspektive. Dann habe ich eine Zeit lang in der Kommunikationsbranche gearbeitet, habe große Marken beraten in der Markenstrategie und habe dann aber gemerkt, dass es mir zu wenig ist, nur so an der Oberfläche zu kratzen und habe gemerkt, meine eigenen Werte sind anders gelagert als einige der Kunden und Konzerne, die ich beraten habe und hatte dann das Bedürfnis, ich möchte lieber eine Marke, ein Unternehmen selber von Grund auf gestalten und im Grunde genommen auch Einfluss auf die gesamte Wertschöpfungskette haben. Ja, Und daraus ist dann sukzessive eine Unternehmerkarriere geworden. super spannend. Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du das gemerkt hast, dass du nicht nur in Anführungsstrichen drüber reden willst und von außen ein bisschen Einfluss nehmen, sondern selber auch aktiv gestalten willst? Ja, ich glaube, es war eher eine Reise an kleinen Momenten, die dazu geführt hat. Es gibt schon ein Projekt, was das so ein bisschen versinnbildlicht. Ich habe dann in den letzten Jahren meiner Agenturkarriere für einen sehr großen Automobilkonzern im Südwesten Deutschlands gearbeitet und bin einmal die Woche von Hamburg in den Südwesten geflogen und habe an der Markteinführung eines großen Sportwagens mit Flügeltüren gearbeitet und habe gefühlt sehr, sehr viele Seiten PowerPoint produziert und hatte aber das Gefühl, es fühlte sich mehr und mehr irgendwie nach einem Disconnect an, was mich selber umtreibt, wie ich selber möchte, dass sich die Welt verändert und was ich eigentlich 60, 70 Stunden die Woche beruflich mache. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das reicht, jetzt braucht es einen Neustart. Ja. Mit dieser Perspektive von heute und all dieser Reise, die du jetzt auch schon so hinter dir hast, kannst du für dich definieren, dass sich Nachhaltigkeit da auch anders heute anfühlt für dich? Nicht nur als Unternehmer vielleicht, sondern auch als Mensch? Ja, ich habe insgesamt das Gefühl, dass wir natürlich extrem viele Bewegungen gesehen haben durch die letzten Jahrzehnte. Ich bin relativ politisch groß geworden. Meine Eltern waren so in der Anti-Atomkraft-Bewegung. Ich war auf den Schultern meines langhaarigen Papas, bin ich irgendwie auf Demos unterwegs gewesen. Das war sozusagen vielleicht so ein bisschen die frühkindliche Prägung. Dann habe ich mich 20, 25 Jahre nicht so doll damit beschäftigt und habe ich erst wieder durchs eigene Unternehmertum gemerkt, was es auch für Hebel noch gibt, Gesellschaft zu verändern. Ich meine, gerade die letzten 10, 15 Jahre waren ja sehr bewegt für uns als Gesellschaft und sozusagen die Klimakrise ist angekommen, auch im Kopf und in den Herzen der Menschen. Und jetzt wiederum die letzten Jahre hat sich der Fokus wieder sehr verändert. Wir haben sehr viele andere Krisen erleben müssen. Kriege, Covid, Rezession, wo sich Nachhaltigkeit auch noch mal wieder anders einsortieren muss als Thema. Also ich habe das Gefühl, dass wir eine große Entwicklung genommen haben, auch als Gesellschaft, wie wir auf das Thema gucken. Und es ist heute fassbarer denn je, warum das wichtig ist, um auch
langfristig Wohlstand und Gesundheit für eine gesamte Gesellschaft sichern zu können. Ja, du betonst ja auch immer wieder, dass Geld da ein guter Hebel sein kann. Was bedeutet das mit Blick auf Nachhaltigkeit da ganz konkret? Ja, das ist tatsächlich so, dass man das oft erstmal erklären muss, weil Geld ja ein sehr abstraktes Medium ist. Man weiß irgendwie, wenn die Zucchini bio ist, dann weiß ich, okay, das ist irgendwie besser für mich, da ist nicht gesprüht worden. Geld isst man ja nicht, Geld sieht man nicht, Geld kann man nicht anfassen, Geld ist letztlich ein Medium. Aber ich habe auch erst sozusagen wenige Jahre, bevor ich dann mit meinem aktuellen Projekt Tomorrow begonnen habe, gemerkt, welch extrem steuernde Wirkung Geld auch hat. Ja. Geld bewegt die Welt, sagen wir, sagt man. Und auch in der Wirtschaft ist ja die Frage, welche Projekte, welche Unternehmen, welche Institutionen werden finanziert und welche nicht. Und da spielt die Finanzwirtschaft in seiner Gänze und im Expliziten dann auch Banken natürlich eine große Rolle. Wohin lenkt man Geld? Welche Form von Wirtschaft wird dadurch auch propagiert und welche nicht? Und da ist ein extrem großer systemischer Hebel dran, an dem ich jetzt auch seit einigen Jahren versuche, selber zu arbeiten. Ja, super spannend, weil du sagst es ja schon, das Thema ist für viele super abstrakt und schwer zugänglich. Warum ist es dir aber als Person da auch so wichtig gewesen, genau deshalb da anzusetzen? Ja, ich habe einfach gemerkt, dass der systemische Hebel ein extrem großer ist. Ich habe vorher 10 Jahre eine andere Unternehmung aufgebaut. Da ging es um ökologisch hergestellte und fair gehandelte Limonade. Das ist was sehr Konkretes, das kriege ich. Und das dann kannst du anfassen. kann ich auch zu den Bauern fahren nach Paraguay und merke, okay, die dürfen unter anderen Bedingungen Zuckerrohr anbauen, werden besser bezahlt. Das war sehr konkret. Aber ich habe dann letztlich in meiner unternehmerischen Karriere auch gemerkt, welche steuernde Funktion letztlich Geld hat. Und wenn wir wirklich Wirtschaft transformieren wollen, auf einer großen Skala, wenn wir die Form von Wirtschaft hier bauen wollen, in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt, von der wir glauben, dass sie die richtige und die zielführende ist, dann braucht das unglaublich viel Kapital, auch privates Kapital. Natürlich muss der Staat auch seine Rolle spielen, aber es muss eben auch die Finanzwirtschaft ihren Teil dazu beitragen. Und das habe ich als extrem spannend gefunden und gleichzeitig ist es ein Markt, der, sagen wir mal, noch sehr viel Nachholbedarf hat, der Finanzmarkt. Und ich habe auch unternehmerisch gemerkt, das reizt mich, da reinzugehen. Da gibt es sehr viele Goliaths, die manches machen, was ich denke, was man anders und besser machen sollte. Das war dann irgendwie auch ein unternehmerischer Reiz, da einen Kontrapunkt zu setzen. Ja. Neben all diesen Aufgaben bist du jetzt seit 2 Jahren auch Mitglied des WEPA Sustainability Advisory Councils. Wenn du dich so zurückerinnerst an vor 2 Jahren, als diese Anfrage kam, was hat dich gereizt, dazu zu sagen? Ja, ich habe witzigerweise auf dem Weg hierher noch mit einer meiner Kolleginnen aus dem Council Inner gesprochen, wie wir damals beide diesen Brief gekriegt haben und erstmal so ein bisschen, man musste das natürlich erstmal für sich so ein bisschen einsortieren. Man hat WEPA schon mal gehört, man weiß, es ist irgendwie ein großer Laden, aber es ist ja keine Endkonsumentenmarke, deswegen hat man auch nicht direkt Assoziationen. Das heißt, ich musste mich schon auch erstmal damit auseinandersetzen. Dann ist natürlich erstmal die schiere Dimension dieser Unternehmung, wie lange es sie schon gibt, in wie vielen Märkten sie aktiv ist, wie viele tausende Menschen hier arbeiten, wie viel Millionen von Tonnen sozusagen Hygieneprodukte hier produziert werden. Das hat einen natürlich erstmal beeindruckt. Und dann habe ich erste Gespräche geführt mit dem Vorstand, mit der Nachhaltigkeitsabteilung und habe gemerkt, okay, hier ist wirklich etwas in Bewegung. Hier meinen es Leute sehr, sehr ernst mit ihrer Reise und ihrem Commitment zu Nachhaltigkeit. Und nach den ersten Gesprächen habe ich gemerkt, da möchte ich Teil von sein, hier einen kleinen, bescheidenen Beitrag leisten zu können. Jetzt bist du ja schon seit 2 Jahren recht tief drin hier in der Branche und im Unternehmen. Das geht dann doch ganz schnell. Ja, genau, zack. Wenn du dir unsere Stakeholder jetzt mal anschaust, sei es jetzt die Mitarbeiter, sei es die Partner, sei es aber natürlich auch die Gesellschaft, was erwarten diese Menschen heute von einem Unternehmen, das sich auf die Fahnen ganz groß Nachhaltigkeit schreibt? Ich glaube vor allem, und das zeigen ganz viele aktuelle Studien, dass man es ernst meint. Ich glaube, die Leute haben die letzten Jahre sind mit sehr vielen Begriffen konfrontiert worden. Greenwashing ist ein Thema geworden, weil einfach sehr viele Unternehmen plötzlich sich von draußen so ein bisschen grün anmalen und im Inneren aber nicht wirklich etwas ändern. Und ich glaube, die Leute erwarten heute eine andere Form von Transparenz, eine andere Form von Ernsthaftigkeit, eine andere Form von Dinge wirklich anders machen. Und das ist mein Eindruck in den letzten 2 Jahren, dass das WEPA auch ausmacht. Das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil als Familienunternehmen über so eine lange Tradition zur Verfügung, auch in langfristigen Perspektiven zu denken. Nicht nur immer in das nächste Quartal oder das nächste Geschäftsjahr zu denken, sondern wirklich in Dekaden zu denken und sagen, man möchte hier etwas schaffen, was für Generationen wirkt. Und ich glaube, diese Ernsthaftigkeit einerseits und die Langfristigkeit ist das, was hier spürbar wird. Und ich glaube, das braucht es auch, um heute
auch Stakeholder aller Art, Konsumenten natürlich, die Öffentlichkeit, aber auch politische Akteure, Partner, andere Akteure in der Wertschöpfungskette wirklich mitzunehmen. Weil an der Oberfläche kratzen tun viele, wirklich etwas ändern die wenigsten. Und da ist Wepa aus meiner Sicht ein herausragendes Beispiel der positiven Art. Was sind so die Herausforderungen dieser Branche mit deiner Sicht, die du heute hast? Es gibt so viele. Wo soll man anfangen? Also es ist natürlich, wir haben wahnsinnige Krisen erlebt als Gesamtgesellschaft in den letzten Jahren und da steckt natürlich Wepa auch mittendrin. Ja. Die Welt hat sich wahnsinnig schnell verändert. Wir haben Kriege erlebt, wir haben Energiekrisen erlebt, wir haben sehr volatile Märkte erlebt. Wir haben auch gemerkt, dass es den einzelnen Menschen da draußen, die wurden mit extrem viel konfrontiert. Rezessionen, steigende Preise, einfach weniger im Portemonnaie. Man merkt, dass das gesamte Klima sich einfach verändert hat. Und das hat natürlich Einfluss auf den Markt, in dem Wepa operiert. Die Frage, kriege ich meine Rohstoffe so, kriege ich Energie, wie ich es gewohnt bin? Es kommen neue Wettbewerber aus dem globalen Ausland dazu, die auch auf den europäischen Markt drängen. Das ist insgesamt einfach ein sehr intensives Klima, in dem man operiert. Gleichzeitig viel Unsicherheit erlebt man auch bei den Partnern, ob es jetzt die Supermärkte sind, die Drogeriemärkte, die Rohstofflieferanten, die Konsumenten. Also man merkt, es ist eine Zeit von großer Unsicherheit und umso beeindruckender finde ich es, wenn ein Unternehmen dann klar Kurs hält. Es gibt sehr viele Unternehmen, die einbrechen und vor 5 Jahren noch große Töne gespuckt haben und das jetzt alles einkassieren, was zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar ist, weil es für viele ums Überleben geht. Und Wepa an der Stelle ja aber eine sehr klare Vision hat, wer wollen wir sein in diesem Markt, wie wollen wir langfristig erfolgreich sein und was vor allem entscheidend ist, glaube ich, dass 2 Themen, die lange sehr separat waren, Ökologie und Ökonomie, jetzt zusammenfallen. Es ging einfach auch darum, dass dieser konsequente Fokus, im Fall von Wepa, auf zirkulärer Wirtschaft, auf Recycling, letztlich auch zu einem Wettbewerbsvorteil wird, weil man resilienter wird, weil man unabhängiger wird, weil man Kontrolle gewinnt über seine Wertschöpfungskette und deswegen wieder stärker am Steuerrad sitzt. Merkt, in einer Welt, wo alles um einen herum sich verändert, ist es natürlich umso wichtiger, mehr Kontrolle über das zu gewinnen, was das Geschäft ausmacht. Und ich habe das Gefühl, diese beiden Themen fallen jetzt zusammen. Diese Überzeugung der Familie Krengel und der gesamten Belegschaft, wir wollen nachhaltiger wirtschaften und die Tatsache, dass uns das letztlich jetzt im Markt auch zu einem Vorteil wird. Ja, total spannend. Um jetzt dann nochmal deinen Schwerpunkt auch direkt mir damit in den Fokus zu nehmen. Geld als Hebel auch mit Blick auf Klimagerechtigkeit. Wo kann da die Branche und das Unternehmen natürlich auch selber da noch ansetzen? Aber wo müsste man auch aufpassen? Naja, ich meine, letztlich erzähle ich hier niemandem was Neues. Das ist natürlich ein extrem kapital- und investitionsintensives Geschäft ist. Ich habe gestern eine Führung bekommen durch eins der Werke, war total beeindruckt. Und natürlich, wenn man so als Schreibtisch-Tiger das erste Mal vor so einer 50 Meter großen Maschine steht, merkt man, okay, das sind einfach extrem große Räder, an denen hier gedreht wird. Das hat natürlich, all das muss finanziert werden. Hier werden viele unternehmerische Risiken eingegangen. Das an der Stelle ist natürlich sozusagen Finanzierung ein großes Thema. Und gleichzeitig glaube ich, ja, ich bin Teil der Finanzbranche, aber ich beschäftige mich eben auch viel mit Konsumentenfragen. Ich glaube, es geht auch eben in Zukunft darum, wie erzähle ich diese ganzen Geschichten, die hier hinter den Kulissen passieren, die ich gestern live erleben konnte. Und in den Dialogen mit den Stakeholdern geht es, glaube ich, stark auch darum, wie vermittel ich all diese Innovation und diese Leidenschaft, die hier stattfindet, nach draußen, um die Partner mitzunehmen auf dieser Reise. Ja, was macht dir in diesem großen ganzen Thema Nachhaltigkeit da Hoffnung, auch mit Blick auf Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft? Ja, das ist eine gute Frage. Man kann es auch verstehen, dass manche Leute auch hoffnungslos sind vielleicht in diesen Zeiten. Ich bin erstmal grundsätzlich Optimist. Mein Glas, das hier vor mir steht, ist eindeutig halb voll. Was mir Hoffnung macht, sind vor allem Menschen. So in meiner eigenen Unternehmung, mit denen ich arbeite, in den NGOs, mit denen ich assoziiert bin. Aber wenn ich hier ganz konkret über Wepa spreche, dass man wirklich, Wepa hat 4.500 Mitarbeiter, ich habe davon 3 Dutzend erst kennenlernen dürfen, also einen kleinen Ausschnitt nur. Aber die ich erlebe, mit so einer Leidenschaft und Überzeugung daran arbeiten, ihren Beitrag zu leisten. Und ich glaube, darum geht es am Ende auch, dass wir alle einen kleinen Teil der Verantwortung tragen in der Frage, welche Produkte wir konsumieren, bei welchem Arbeitgeber wir sind, wie wir uns gesamtgesellschaftlich einbringen. Und da erlebe ich in meinem Umfeld extrem viele Menschen, die Lust haben, Teil der Lösung zu sein. Und ich glaube, darum geht es. Und natürlich sind wir mit sehr viel
Krisen und Risiken konfrontiert und ich möchte sozusagen jetzt auch nicht den Gute-Laune-Onkel machen. Ich kann es verstehen, wenn es Leuten auch schlecht geht oder sie pessimistischer gucken, aber ich erlebe sehr viele Menschen, die sich für ein besseres Morgen einsetzen und das gibt mir persönlich auch immer wieder Lust, mitzuwirken. Schönes Schlusswort hätten wir nicht finden können. Vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du uns mitgenommen hast in deine Welt der Nachhaltigkeit. Danke für die Einladung.